Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch statt eine Tasche eine Wintermütze häkeln. Da wir draußen noch Winter haben, möchte ich mir eine neue Mütze häkeln und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit. So sieht meine Mütze aus. Ich gebe euch schnell mal die Maße. Die Länge hat meine Mütze von 33 cm und die Breite ist bei 25 cm. Wenn ich jetzt die Mütze so zusammenlege, dann dieser Teil von meiner Mütze hat von 9 cm. Man kann auch selber entscheiden, wie breit dieser Teil sein soll. Und zwar, wenn man hier die feste Maschen häkelt. Ich habe hier von Anfang bis zu dem Teil, wo der Muster anfängt, 24 feste Maschen. Ihr könnt doppelt so viel nehmen, dann kann man ja auch dieses Teil so doppelt zusammenschlagen. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte es nicht, ich möchte ein bisschen kürzer haben, dann nehmt ihr ein bisschen weniger hier von den festen Maschen. Also wie ich schon gesagt habe, hier habe ich bei meiner Tasche 24 feste Maschen. So, dann sage ich euch noch, aus was ich diese Mütze gehäkelt habe. Ich habe mich entschieden für Alizé Gold. Das ist eine türkische Wolle und sie hat 51% Acryl, Polyacryl, 49% Wolle. In 100 Gramm sind das 240 Meter und die Farbe ist 385. Ihr könnt natürlich das nehmen, aus was ihr gerne häkelt. Also jede Wolle kann man dafür auch verwenden. Dann habe ich Häkelnadel 5 genommen, Schere, Maschenmarkierer und eine Wollnadel. Ja, ich hoffe, mein Video wird euch gefallen und wünsche ich dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Wir beginnen mit der Luftmaschenkette und machen 55 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter, dass man 55 Luftmaschen. Die 55 Luftmaschen sind jetzt fertig und beginnen mit der ersten Reihe. Eine Luftmasche wird ausgelassen und fangen bei der zweiten Luftmasche an, stechen rein und machen so eine feste Masche. In die nächste Luftmasche eine Masche häkeln und so häkeln wir, dass wir insgesamt 24 feste Maschen haben. 24 feste Maschen sind jetzt fertig. Bei der letzten 24. Masche hänge ich Maschenmarkierer auf. Später brauchen wir diesen Abschnitt, wo 24 feste Maschen sind, nicht zu zählen. Und beginnen mit dem Muster an und hier häkeln wir jetzt 6 Halbstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 6 Kettmaschen
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir wieder 6 Halbstäbchen. Und 6 und dann 6 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und am Ende bleiben uns 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2 und ab dieser Reihe werden alle Reihen gleich gehäkelt, und zwar, wir häkeln jetzt immer an dem hinteren Glied von der Masche. Immer den hinteren Glied der Masche nehmen und da häkeln wir. Reihe Nummer 2, eine Luftmasche, Arbeit wenden, beginnen von der zweiten Masche an der hinteren Wand und häkeln dann 6 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 6 Halbstäbchen. Sechs Kettmaschen. Und nochmal 6 Halbstäbchen. Und jetzt beginnen wir 24 feste Maschen zu häkeln, auch an den hinteren Glied. Feste Maschen, und ich hänge wieder den Marker auf, dann brauche ich diese 24 Maschen nicht zu häkeln. Und das machen wir dann bis Ende der zweiten Reihe. Ich habe jetzt 23 feste Maschen gehäkelt und zeige ich nochmal, wie ich die 24. Masche häkle. Und zwar, hier haben wir die Maschen alle an hinteren Glied der Masche gehäkelt und die letzte 24. Masche machen wir unter den beiden Schlingen. Also unter den beiden Schlingen die feste Masche häkeln. Eine Luftmasche, Arbeit wenden, und wir fangen mit der dritten Reihe, lassen wieder eine Masche aus und fangen bei der zweiten an und häkeln dann diese 24 feste Maschen. Die 24 Maschen sind jetzt fertig und wir häkeln jetzt weiter. Da wo wir in die erste und zweite Reihe Halbstäbchen gehäkelt haben, auf diese Stelle häkeln wir 6 Kettmaschen, und da wo die Kettmaschen waren, häkeln wir 6 Halbstäbchen. Also 6 Kettmaschen,
6 Halbstäbchen wieder 6 Kettmaschen und 6 Halbstäbchen. Und die 6. Jetzt häkeln wir diese dritte Reihe bis zu Ende und diese Luftmaschen häkeln wir mit 6 Kettmaschen. Hier an der Seite ist so eine Schlinge entstanden und dadurch mit der Häkelnadel gehen, dann die erste Luftmasche nehmen, Faden holen und durch diese beiden Schlingen ziehen. Das ist die erste Kettmasche, zweite, dritte, vierte, fünfte und die sechste. Reihe Nummer 4 machen wieder eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln jetzt 6 Kettmaschen. Erste Masche auslassen und bei der zweiten anfangen an den hinteren Glied der Masche. Dann 6 Halbstäbchen. Sechs Kettmaschen. Wieder 6 Halbstäbchen. Und nochmal die letzten 6 Kettmaschen. Und wir beginnen wieder mit 24 feste Maschen an, machen dann die Reihe zu Ende. Nicht vergessen, hier am Ende immer 2 Schlingen nehmen, Arbeit wenden und beginnen dann Muster zu häkeln. Dieser Muster, wie wir schon verstanden haben, besteht aus 4 Reihen. Also die 5. und die 6. Reihe häkeln wir wie die Reihe 1. und die 2. 7. und 8. häkeln wir dann wie die 3. und die 4. Bei der Reihe 7 und 8 zeige ich nochmal dieser kleine Abschnitt, wie es hier gehäkelt wird. Ich bin jetzt am Ende der 7. Reihe angekommen und ich möchte euch nochmal zeigen, wie dieser Abschnitt gehäkelt wird. Hier habe ich jetzt 6 Halbstäbchen gehäkelt. Hier ist die querliegende Schlinge. Gehe mit der Häkelnadel unter durch und dann gehe ich hier runter und häkel 6 Kettmaschen.
Auch hier häkelt man an den hinteren Glied der Masche, also Faden holen und durch die beiden Schlingen ziehen. Einmal, 2, 3, 4, 5 und die letzte Masche häkle ich unter diesen beiden Schlingen. Dann auch als Kettmasche. Genauso beenden wir die Reihe hier, wie da, wo wir die Maschen gehäkelt haben. Dann eine Luftmasche, eine Masche auslassen und wir häkeln dann diese 8. Runde zu Ende. Wie ich schon gesagt habe, wir häkeln dann in Mustern erste, zweite Reihe und dritte und die vierte und wechseln das immer so ab und dann häkelt ihr weiter in eure gewünschte Breite. Ich habe jetzt die gewünschte Breite von meiner Mütze erreicht und insgesamt habe ich 72 Reihen gehäkelt. Ich habe die Reihen so gezählt. Hier ist die Reihe 1 und 2, hier ist die Reihe 3 und 4. Und so habe ich es gezählt. 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und ich habe dann 72 Reihen. Und die letzte Reihe beendet man genauso wie die dritte und die vierte Reihe. Und so sieht es oben aus. Wie habe ich ja die gewünschte Breite von meiner Mütze erreicht? Ich nehme jetzt einen Styroporkopf und zeige euch als Beispiel. Hier ist die Mütze. Dann habe ich den Umfang genommen und so habe ich die gewünschte Breite von meiner Mütze erreicht. Jetzt werden wir die Mütze zusammennähen. Das ist jetzt die Vorderseite von der Mütze und hier ist die Rückseite von der Mütze. Wir legen die Mütze so zusammen, dass die Vorderseite nach innen kommt. Und dann nähen wir beide Teile hier zusammen. Die beiden Seiten verbinden wir mit den Kettmaschen. Und zwar, hier haben wir die Mütze angefangen zu häkeln. Und hier könnt ihr genau sehen, diese Schlingen, da wo die Luftmaschenkette war. Da wo wir die Mütze beendet haben, nehmen wir dann das hintere Glied von der Masche. Ich beginne dann die erste Kettmasche so zu häkeln, dass ich mit der Häkelnadel hier reingehe, also hier mit der Häkelnadel durchgehe, um zu vermeiden bei Vernähen, dass ja zwischen beiden Teilen eine Stufe entsteht. Also mit der Häkelnadel hier durch, Faden holen, nach vorne ziehen und jetzt vernähen wir mit Kettmaschen beide Teile. Achtet bitte darauf, dass die Kettmaschen nicht zu locker und nicht zu fest sind.
Und das habe ich gemeint, dass das hier nicht zu große Stufe entsteht. Und wir häkeln dann weiter bis Ende. So, ich habe es jetzt vernäht. Sieht so aus. Der Marker kann jetzt einmal schon ab. Das ist jetzt alles, was geblieben ist von den ganzen Knollen. Ich werde ein wenig abschneiden, mein Wollnadel nehmen und jetzt hier oben zu vernähen. Und zwar, hier habe ich beendet, dann mache ich hier einen Knoten. Jetzt nochmal so, jetzt nochmal reingestellt und wir vernähen Folgendes. Hier könnt ihr sehen, diese Schlingen. Unter diesen Schlingen gehen wir mit den Nadeln so und so, Faden durchziehen. Und das machen wir dann die ganze Mütze. Und hier ist der Anfang. Und jetzt am Faden ziehen und hier diese Öffnung zu schließen. Aber nicht zu fest, nicht dass der Faden auch reißt. Und dann wird hier Knoten gemacht. Und dann ist die Mütze fertig. So sieht jetzt die Vorderseite aus. Die Mütze ist jetzt fertig. Das wird die Rückseite sein, da wo der Naht ist. Und so kann die Mütze aussehen, wenn sie auf einem Kopf sitzt. Von meiner Seite war das schon. Ich wünsche euch viel Spaß, die Mütze nachzuhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!